Hallo liebe Concorde-Freunde, wir zeigen euch heute das Kontrollpanel des Centurion Iveco Daily. So, wir schauen uns jetzt hauptsächlich das Kontrollpanel des Centurion Daily an. Findet ihr hier zentral. In der oberen Reihe seht ihr die Uhrzeit, das aktuelle Datum, die Außentemperatur, die Innentemperatur. Dann auf diesem Balken kommt diverse Informationen. Alles, was weiß angezeigt wird, ist in Ordnung. Was rot ist, ist noch nicht in Ordnung zum Losfahren. Weiß hier, dass der Tropfen ist einfach euer Frischwassertank, da ist also was drin, deswegen in Ordnung. Batterie ist auch gefüllt. Ihr hängt nicht am Außenstrom, also das Steckerzeichen ist weiß. Das heißt, man kann sofort losfahren. Wenn es rot wird, wisst ihr, ihr müsst noch das Kabel abmachen. Dann haben wir das Treppenzeichen in Rot. Einfach Achtung, die Treppe ist noch ausgefahren. Ihr wisst natürlich, bei Motorstart fährt die Treppe automatisch ein, aber Kontrolle ist besser. Einfach immer auch gucken, ob das auch wirklich funktioniert. Und das letzte Zeichen ist wieder das Zeichen für die Zentralverriegelung. Also wenn das rot ist, ist noch eine Tür oder eine Klappe offen, dann eben entsprechend schließen. Dann haben wir hier unten die verschiedenen Schalterzeichen. Da gehen wir mal auf den ersten, auf die Info. Und wir sehen jetzt quasi die Elektrosituation des Fahrzeuges. Ihr seht hier sehr schön, wo kommt Strom her und wo geht er hin. Ich habe bei diesem Wagen, in dem wir jetzt hier stehen, einen optionalen Generator verbaut. Wenn der läuft, würde hier quasi ein grüner Balken kommen und ihr könnt sehen, wie viel Strom er in die Batterien lädt. Das gleiche Solar ist auch auf 0, denn wir stehen hier in einer Halle und da kommt natürlich kein Licht aufs Dach. Im Moment hängt der Wagen nicht an 230 Volt, deswegen hier ein rotes Zeichen. Discharge steht dort. Das heißt, wir entnehmen unseren Batterien jetzt Strom für das System. Sehen wir auch wie viel. Hier nebendran steht 14,2 Ampere, werden im Moment verbraucht durch alle Lichter, die wir hier so eingeschaltet haben. Ihr seht hier auch noch schön aufgegliedert, Verbraucherbatterie, 41% voll, hat eine Spannung von 26,1 Volt. Wir haben ja ein 24-Volt-System, hatte ich schon in dem vorherigen Video erwähnt. Dann seht ihr noch unten drunter die Motorbatterie, 12,6 Volt ist in Ordnung, die Starterbatterie des Ivecos. Wir sehen hier die Ausgänge und wir sehen den Landstrom, der im Moment auch auf 0 steht, weil wir nicht angeschlossen sind. Da würdet ihr dann sehen, wie viel Strom quasi über die Außensteckdose entnommen wird. Wenn wir dann auf die Pfeiltaste gehen, draufdrücken, ist immer so ein kleines bisschen zeitverzögert, seht ihr jetzt eure Wassertanks. Der Füllstand aller Tanks wird über Supersens Drucksensoren gemessen. Das ist ein relativ neues System, was wir jetzt seit einiger Zeit einbauen, was sehr gut funktioniert, was unabhängig davon ist, ob irgendwelche Sonden vielleicht in den Tanks verschmutzen, weil es ein reines Drucksystem ist. Deswegen relativ genau. Wir sehen jetzt, Frischwasser haben wir 39% eingefüllt, Grauwasser, Schwarzwasser ist noch leer. Zusätzlich sehen wir hier auch noch unseren Gasfüllstand des Gastanks. Dann können wir da nochmal weitergehen. Können noch zum Thema Wasserbefüllung, auch das hatte ich ja schon mal erklärt, das ist das gleiche, was ich auch von Charisma erklärt habe. Wenn ihr Frischwasser einfüllt, einfach Wasserbefüllung anklicken und dann kommen einfach die akustischen Signale, die euch dann warnen, wenn der Tank irgendwann voll ist. Wir gehen dann auf die nächste und letzte Seite und sehen jetzt hier in einer Übersicht, welche von unseren Klappen noch offen sind. Also das, was rot umrandet ist, das große ist eure Eingangstür. Und das sind Klappen auf der Fahrerseite, die noch offen sind. Damit weiß ich genau, wo ich hingehen muss, um noch die Klappe zu schließen. So, wir gehen mal auf das nächste Zeichen, auf die Glühbirne. Das ist eure komplette Beleuchtung. Wir haben hier zwei wesentliche Schalter, Gesamt ein, Gesamt aus. Wenn ich auf Aus gehe, gehen alle Lichter aus, die im Fahrzeug an waren. Ein gehen natürlich auch alle Lichter wieder an. Ihr könnt aber auch separat sagen, ich will jetzt nur mal mein Schlafzimmer ausschalten und das Bad kann dunkel sein, später wieder anmachen. Ich kann die Stauräume Licht extra an- und ausschalten und im Wohnbereich. Der weitere Schalter hier Sicherungsreset, wenn an
an dem Lampensystem irgendwo mal ein Defekt ist oder eine Lampe gewechselt werden muss, müsst ihr anschließend den Sicherungsreset drücken, damit einfach das System, das CAN-Bus-System wieder hochfahren kann. Natürlich darf man immer das nur machen, wenn man auch weiß, wo war jetzt ein Fehler im Elektrosystem, und dann die Sicherung wieder einschalten. Das nächste, das wie ein Stromzeichen aussieht, ist quasi der Schalter für alle Optionen, die wir eingebaut haben, die ihr von hier aus einschaltet. Das ist TV Wohnen, TV Schlafen, die SAT-Anlage, der Gasalarm, die Wasserpumpe, das Hubbett, was wir dann auch hier über diesen Schalter hoch und runter fahren können. Dann kommt das Thema Heizung. Das ist ein ziemlich komplexes Thema, was ich euch in einem separaten Video extra erklären werde. Deswegen gehen wir jetzt erst noch mal einen Schritt weiter auf die Einstellungen. Hier könnt ihr jetzt mit Datum, Uhrzeit, das ist immer das Erste, was angezeigt wird, eben wieder die Zeit anpassen oder auch Datum verstellen, wenn ihr mal irgendwo in einer anderen Zeitregion seid, wenn ihr von Winter-Sommerzeit umstellen wollt. Ihr könnt bei Sprache das Ganze verändern. Wir haben hinterlegt Deutsch, Englisch, Französisch. Immer wenn ihr etwas ändert, müsst ihr hier auf dieses kleine Diskettenzeichen gehen, also speichern. Das nächste ist die Helligkeit des Displays. Ich könnte jetzt hier sagen, in der Nacht ist es hier ganz dunkel. Ist bei uns nicht so wahnsinnig relevant, weil ich kann ja meine Tür vor dem Kontrollpanel zumachen. Aber wie gesagt, ihr könnt euch hier die Einstellungen verändern. Immer abspeichern, wenn ihr was ändert. Dann haben wir Alarm. Wir haben im Moment aber keinen Alarm. Wenn zum Beispiel der Abwassertank, der Fäkalientank voll ist, gibt es ein Alarmzeichen. Wenn der Strom, die Batterie Richtung 0 sich bewegt, kommt das Alarmzeichen. Würde hier angezeigt werden, aber im Moment ist alles in Ordnung. Und der letzte Part ist der Service. Ihr könnt hier Einstellungen vornehmen, das heißt, ihr könnt es nicht, das kann unser Service, das kann der Kundendienst auch eures Händlers. Dafür braucht man eine Codenummer, sonst kommt man da gar nicht weiter, weil es da eben in die Tiefen des Programms geht. Dann sind wir jetzt mit diesem Kontrollpanel fertig. Wichtig für euch hier an der ganzen Anlage, noch an der Seite, haben wir hier noch einen Standby-Schalter. Wenn ihr den ausschaltet, ist quasi das ganze System erstmal auf Standby gelegt, verbraucht einfach weniger Ruhestrom, hat den kleinen Nachteil, wenn ich dann wieder ins Fahrzeug komme, ich muss wieder meine Lampen einzeln alle anmachen. Das Thema Heizung ist hier beim Centurion, wie ich schon gesagt habe, etwas komplexer. Die Grundeinstellungen, alle haben wir schon erklärt. Centurion Heizung machen wir nochmal ein extra Video. EasyView habt ihr in dem Elektro Basic Video schon gesehen, und über die Hubstützen wird auch nochmal was kommen. Das war's schon wieder für heute. Beim nächsten Mal zeige ich euch, wie die Centurion Heizung funktioniert, speziell für den Iveco Daily. Ich darf mich bedanken fürs Zuschauen, freue mich auf euch. Bis dann, tschüss!